zusammen sind, diese 55 plus, eine Generation auf den Vormarsch, weil wir leben in einer ganz besondere Zeit, die Endzeiten, und Gott möchte eine ganze Generation hervorbringen, und wir sind immer noch sehr viel beschäftigt mit den Segnungen für die jüngere Generationen, und ich glaube, wie ich schon gesagt habe, dass die Endzeit ist für eine ganze Generation, Abraham, Isaak, Jakob, und dass es wirklich wichtig ist für die Wiederkunft des Herrn. Wir wissen und wir sagen, these are the days of Elijah. Die sind die Tage Elias. Und Gott stellt den Herzen der Väter zu die Zöhne, zu dieser zukünftigen Generation, ihr Herzen zu uns, damit das Land nicht mit einem Fluch wirklich unter einen Fluch gebracht wird. Und so wir als Väter und Mutter oder Omas und Opas sind immer noch sehr wichtig. Das muss brennen in dein Herz. Und Mike und ich haben das wirklich vor, mit anderen wirklich eine Bewegung, dass die 55 plus Missionare in bestem Alter auf die Beine kommen und dass wir unser Teil tun heutzutage in der Welt. Und so ich freue mich riesig, dass wir diese Möglichkeit haben, bei euch zu Hause zu sein, und ihr seid Schlüsselpersonen, die das weiterbringen möchten. Hier sind eigentlich ein paar Gedanken, wie du diese Bewegung, diese Hoffnung für 55 plus Leute voranbringen. Du kannst wirklich beten, dass in deiner Region eine Bewegung in der 55 plus Generation freigesetzt wird und dass wir unseren Platz einnehmen in Gottes Plan für diese Zeit. Du kannst dich fragen, welche Aspekte der Botschaften haben dich persönlich am meisten angesprochen. Du kannst die Verheißungen, die wir sagen, und diese prophetischen Worte zu eigen machen, und das wird Kraft freisetzen in dein Leib. Du kannst mitproklamieren mit Mike jeden Tag. Du kannst auch diese Proklamationen bei unserer Webpage, kannst du sie finden, du kannst sie printen, du kannst sie ausdrucken für dich und du kannst sie weiterteilen. Du kannst auch sehen, gibt es Geschwister in deiner Umgebung, mit denen du den Inhalt dieser Botschaften teilen kannst. Wäre es gut, diese Botschaften wirklich zu deiner Mailinglist, zu anderen. Du könntest ein paar von deinen Freunden, Freundinnen, Ehepaaren zusammenrufen, zusammen das hören, dann beten. Da ist so viel, und wir wollen wirklich euch ermutigen und auch sehen, dass eine Erneuerung in dein Geist, Seele und Leib stattfindet, weil Gott ist für uns. Und wenn ich nicht so überzeugt war, dass Gott zu mir gesagt hat, dass unsere Generation ist eine Pioniergeneration, ist eine Väter-Mutter-Generation, die andere hervorbringt, die einen Weg öffnet für anderen. Und Gott hat zu mir so klar gesprochen, deswegen bin ich auch noch da, dass wir haben Pionierarbeit gemacht in Deutschland, in der Welt. Wir haben sehr viel charismatische Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sind wirklich aus vielen Gebundenheiten in Freiheit gekommen. Wir haben Gott geschmeckt. Wir haben durch Gebet, Lobpreis und Wahrheit verteidigen, und du hast deine Kinder erzogen für Gott. Wir haben den Himmel geöffnet hier in Deutschland, und Gott sagt, wir sind immer noch Pioniere. Und ich glaube, er hat zu mir gesagt, unsere Generation wird weiter die nächsten Bewegungen freisetzen. Und so, das rufen wir aus. Komm in Verbindung, komm auf die Beine, tue, was du kannst. Das ist alles, und es macht eigentlich Freude für dich, und es gibt dir Leben. Heute wollen wir eine wunderbare, auch
2 Beispiele sehen, die beste von Mutterschaft und Vaterschaft, Abraham und Sarah. Wir kennen alle die Geschichte. Wir kennen, die haben 25 Jahre für ihr verheißener Sohn, der Same der Segen, der messianische Linie, der Same, der die ganze Nationen segnen würde. Natürlich inzwischen haben sie wirklich einige Fehler gemacht, einige Dinge selbst initiiert, aber Gott kann aus alles etwas hervorbringen. Aber jetzt ist die Zeit für die messianische Linie geboren zu sein und Gott begegnet Abraham. Ich möchte das kurz einiges lesen. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr den Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich mag, wie die Notiz sagt, sei ganz mit mir, mit einem ganzen Herzen. Das ist ein neues Ja, die du machen kannst zu den Willen Gottes. Weil es könnte sein, dass diese nächsten 10, 20 Jahre in dein Leben die fruchtbarste von allen sein kann. Und es braucht auch dein Mitmachen, dein Glauben, dein wirklich dich zur Verfügung stellen für Gott. Und so auch, ich möchte sagen, Abraham war 99. Gott hat für 13 Jahre nicht zu ihm erschienen. 13 Jahre, weil Abraham hat einige Kompromisse gemacht, durch seine eigene Kraft, eigene gute Ideen. Aber jetzt diese Zeit ist vorbei. Es ist die Stunde. Er hat bestimmt vieles gelernt. Und dann lebe vor mein Angesicht und ich bin El Schaddai. Das musst du in dein Herz schreiben. Du musst das ständig vor den Augen, wenn du wirklich in diese Kraft, in diese völlige Neubelebung wieder fruchtbar zu sein. Du musst ständig wissen, das kommt nicht aus deiner Kraft. Ich bin El Schaddai. Gott, der Allmächtige, der Allgenügende, der alles Versorgende, der alles geben kann, was du brauchst. Ich bin El Schaddai. Ich glaube das, sonst wäre ich auch nicht hier. Es ist nur durch Gott jetzt. Er ist zu alt, etwas selber zu tun. Aber in Verbindung mit El Schaddai, jetzt ist die Stunde für dich. Okay, und Gott sagt, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dir sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und dann geht Gott weiter. Du wirst zum Vater einer Menge der Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram sein, heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge der Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorkommen. Und so weiter und so. Und ich will den Bund halten, du mit dir und deinen Nachkommen. Jetzt, ich finde das gewaltig, er hat seinen Namen verändert. Er hieß erhobenen Vater, Abram. Aber Gott hat gesagt, jetzt wird dein Name Abraham. Und das ist dieser Teil von Gottes Name, dieser Abraham. Und Gott hat sich selbst mit Abraham vereinigt. Und du wirst sehen, sein 99 Jahre sterblicher Leib wurde belebt. Und er hat Kraft bekommen. Wow. Und er hat gesagt, und jetzt wirst du nicht nur erhobener Vater, du musst deinen Namen ändern. Du musst sagen, mein Name ist Abraham, Vater einer Menge der Nationen. Das musste er im Glauben akzeptieren. Er musste seinen Namen ändern, bevor er das gesehen hat. Und Abraham, wir wissen, er ist der Vater von allen, die glauben.
alle, die Glauben haben. Okay, und jetzt lese ich Römer 4. Und auch in unserer älteren Zeiten, 55 plus, du musst jetzt in einen nächsten Level des Glaubens hineinkommen. Okay, und jetzt, ich möchte Römer 4, ab Vers 16 bis 23 kannst du zu Hause auch das Ganze lesen, nachdenken, aneignen, meditieren, ja sagen, du bist der Mächtige, ich werde mit ganzem Herzen leben vor dir. Das befreit mich immer wieder, wenn ich das sage. Nicht vor den Menschen, ich lebe nicht, dass die Menschen mir applaudieren. Ich lebe nicht, auch wenn sie Kritik sind gegen mich, was ich tue. Ich lebe vor Gott mit einem ganzen Herzen und wandle mit ihm. Und hier sagt es über Abraham, auch der von Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Und dann, was hat Abraham gemacht? Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Er war so gut wie tot. 99. Er könnte keine Kinder zeigen. Und das Nichtsseiende ruft, wie wenn es da wäre. Dagegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was ihn gesagt hat, nach dem, was Gott zu ihm gesagt hat. Er glaubte zwei Sachen. Gott macht den Toten lebendig. Hat Mike auch wirklich mit euch gebetet? Das kannst du jeden Tag beten, dass dieser Geist des Lebens dich erfüllt und Auferstehungskraft und alles, was vielleicht ausgetrocknet ist, alles, was niedergebeugt ist. Hey, Abraham musste auch seine ganze Vergangenheit, er hatte einen anderen Plan gehabt, aber Gott hat seinen ursprünglichen Plan und Gott wollte das zu Ende führen. Und Gott hat auch für dich, aber für unsere Generation, für Deutschland, du bist immer noch wichtig und die Verheißungen, die Gott zu dir gesagt hat. So, Abraham glaubte auch, dass Gott kann etwas rufen, was nicht da ist. Er ist schöpferisch und er ist Auferstehungskraft. Du hast immer noch die gleiche El Schaddai. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an die Verheißungen Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch die Kraft zu tun vermag. Er war El Schaddai. Und so, Gott ist dabei, die Gemeinde der letzten Tage, auch die reiferen Leute der letzten Tage, die immer noch berufen sind, einen Vater, eine Mutter etwas hervorzubringen, was Gott dir verheißen hat. Er ist dabei, wirklich deine verstorbene Leib, Träume, Vision wirklich lebendig zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, glaube an dem, der die Verheißung gesagt hat. Er glaubte Gott. Und weil Gott El Shaddai ist, er wusste, was El Shaddai sagt. El Shaddai hat die Kraft, das auszuführen. So, ich freue mich über dich und join the movement. Sag, ich bin dabei. Ich nehme meinen Platz vor Gott und wir werden sehen. Ich habe noch eine Botschaft, die brennt über Sarah und das kommt am nächsten. Okay, schönen Tag.